Boah, was ist das denn? Das ist der älteste Wein der Welt. 8000 Jahre alt. Und die Methode dahinter? Hast du garantiert noch nie gesehen. Warum leidet dieses Land unter Putins Weinkrieg? Dieser Amberwein ist besonders für Georgien. Du hast sogar die Chance zu gewinnen. Der georgische Qvevri-Wein ist das Original. Ehrlich gesagt hatte ich bis zu dieser Reise keine Ahnung, dass die Georgier den Weinbau erfunden haben. Wie, das waren nicht die Römer? Ganz zu schweigen von dieser gewaltigen Traubenvielfalt und von der faszinierenden Qvevri-Methode. Diese Tonamphore heißt Qvevri. Diese Art und Weise der Weinherstellung hat 3 Vorteile. Und um dir das zu zeigen, habe ich ein Qvevri ausgebuddelt. Das, was wir hier sehen und erleben, hat mein Verständnis für Wein völlig auf den Kopf gestellt. Und es wird vielleicht auch deins durcheinander bringen. Du hast sogar die Chance, einige außergewöhnliche Weine aus der Tonamphore zu gewinnen. Um mitzumachen, zählst du einfach alle Gläser Wein, die ich in diesem Video trinken werde. Kann man das? Aber halt, bevor wir den traditionellen georgischen Wein verkosten, müssen wir erstmal lernen, wie er hergestellt wird. Heute sind wir extra früh aufgestanden, um 5:30 Uhr mit dem Hahnenschrei, um bei der Weinernte dabei zu sein. Mitten in der Nacht haben wir noch Kisten ins Auto geladen, die wir heute mit Weintrauben befüllen wollen. Diese verhindern, dass die Trauben während des Transports zerquetscht werden. Außerdem erleichtern sie die Qualitätskontrolle, wie wir später sehen werden. Und jetzt sind wir hier mit Fabio unterwegs und fahren direkt zu den Weinreben. Fabio ist aus der Schweiz extra nach Georgien gezogen, um hier den traditionellen georgischen Wein herzustellen. Die fleißigen Erntehelfer sind bereits vor uns hier. Für hochwertige Amphorenweine wird traditionell in der Früh geerntet. Schon am Weinberg wird gnadenlos aussortiert. Weinberge, soweit das Auge reicht. Willkommen in Kachetien. Hier dreht sich alles um den Wein. Obwohl viel zu tun ist, verrät Fabio uns etwas Spannendes. 3 von 4 Flaschen georgischen Weins entstammen genau dieser fruchtbaren Erde. Also das ist wirklich eine Weinregion. Number one. Kachetien ist das Herzstück des georgischen Weinbaus. Unser Jungwinzer ist zufrieden, denn der Zuckergehalt ist hoch. Auch die Qualität und Quantität der Trauben sind hervorragend. Es verspricht, ein grandioser Jahrgang zu werden. Wir sind hier auf einem Hang, wo Rotwein angepflanzt ist. Sapeavi, das ist die häufigste Rotweinart hier in ganz Georgien. Es kommt darauf an, dass diese Trauben von guter Qualität sind. Da dürfen also hier keine Verschimmelten mit dabei sein. Wenn da so Rosinen dran sind, die dürfen dabei sein, weil die geben nämlich dem Wein gute Qualität. Und die schmeckt ausgezeichnet. Was hier geerntet wird, ist die Top-Qualität. Die wird quasi handverlesen und die ist für Fabios Bio-Weinproduktion. Pro Rebstock übrigens kommt eine halbe Flasche Wein zustande. Also man braucht 2 von diesen Rebstöcken, um eine Flasche Wein zu machen. Das ist jetzt der Ausleseprozess, wo nur die besten Trauben in die Presse hineinkommen und von dort kommt es mit all den ganzen Schalen ins Qvevri hinein. Bevor die Maschine den Job erledigte, wurde mit den Füßen gestampft. Vielleicht war der Prozess lustiger, aber sicherlich viel anstrengender. Was sich seit 8 Jahrtausenden nicht geändert hat, der gepresste Traubensaft fließt direkt unter die Erde ins Qvevri. Diese Tonamphore heißt Qvevri und wird mit der Hand Schicht für Schicht hergestellt. Nach dem Form kommen die Tongefäße für eine Woche in einen riesigen Ofen und werden bei bis zu 1200 Grad gebrannt. Es dauert 4 Monate, bis so ein Qvevri endlich fertig ist. Doch daraus entsteht ein Wein, der mit der Erde atmet. Diese Art und Weise der Weinherstellung hat 3 Vorteile. Erstens, der Wein kann durch das Tongefäß oxidieren, ein bisschen atmen. Das Zweite, dadurch, dass es in der Erde eingegraben ist, bleibt die Temperatur die ganze Zeit konstant. Und das Dritte ist die besondere Form. Und um dir das zu zeigen, habe ich ein Qvevri ausgebuddelt und unten sieht man dann diese konkave Spitzform.
Das bedeutet, dass dieser Weinsatz nur noch einen ganz geringen Kontakt zum darüberliegenden Wein hat. Und das ist mitunter dieser besondere, spezielle Qvevri-Geschmack. Qvevris sind so wichtig für die georgische Kultur, dass man sogar ein ganzes Hotel aus ihnen gebaut hat. Mit Übernachtung in der Riesenamphore inklusive. Ein ganz anderes Konzept verfolgen diese Winzer. Ihr Hotel ist eine Burg, neu gebaut aus 1 Million Ziegeln. Und ihre Weine ebenfalls königlich. Ein Wein war sogar der beste aus 6000 Wettbewerbern. Ich glaube, ich muss mehr davon probieren. Aber halt, bevor wir den Wein hineinfüllen können, muss das Qvevri noch ordentlich geputzt werden. Das ist ein altes kachetisches Putzgerät für die Qvevris. Das ist Kirschholzrinde und das hat eine antiseptische, natürliche Wirkung. Dieses Putzutensil heißt Krasana und ist aus einem speziellen georgischen Gras gemacht. Und es ist antiseptisch. Das Putzen eines Qvevris dauert etwa 6 Stunden und ist ganz schön anstrengend. Hier kommt jetzt der Schwefelrauch direkt vom Qvevri hinauf. Und es riecht fürchterlich. Das Gas tötet Bakterien und Mikroorganismen im Qvevri ab, ohne Spuren im Wein zu hinterlassen. Konventionelle Winzer fügen später noch Sulfite hinzu. Diese konservieren den Wein, sind aber auch Hauptverdächtige für den Brummschädel am nächsten Tag. Bio- und Demeter-Weine enthalten deshalb deutlich weniger Sulfite. Und Fabio? Der verzichtet komplett auf Zusatzstoffe. Seine Weine sind katerfrei. Das haben wir ausführlich getestet. Als Österreicher dachte ich immer, die Römer haben den Wein erfunden. Wie, das waren nicht die Römer? Völliger Irrtum. Die Griechen holten vor fast 3000 Jahren den Wein aus Georgien und machten ihn im Mittelmeerraum zu einem absoluten Hit. Das heißt, der georgische Qvevri-Wein ist das Original. Woher man das weiß, in der Nähe von Tiflis wurden an solchen Tongefäßen Reste von Weinsäure gefunden, die 8000 Jahre alt sind. Das Besondere an Georgien ist, dass hier 525 unterschiedliche Traubensorten existieren. Doch 1921 passiert die Katastrophe. Die sowjetische Rote Armee überfällt Georgien. Das Land verliert nicht nur die Demokratie und seine Unabhängigkeit, auch Kultur und Tradition werden unterdrückt. Die Weinherstellung wurde großindustriell. Und diese beiden robustesten und ertragreichsten Rebsorten waren hauptverantwortlich für die Weinproduktion. Sie sollten den gewaltigen sowjetischen Durst stillen. Die Vielfalt ging leider verloren. Zum Glück haben viele alte Sorten in den Privatgärten überlebt und werden jetzt wiederentdeckt. Doch dann der Weinkrieg. Nach dem Zerfall der Sowjetunion wird Georgien 1991 endlich wieder frei, möchte Richtung Europa. Doch Putin sagt nein. Seine Rache, ein brutales Weinembargo. Über Nacht verliert Georgien 80% seiner Kunden. Stell dir vor, Deutschland dürfte plötzlich kein Bier mehr exportieren. Heute herrscht zwar Waffenstillstand im Weinkrieg. Aber Putins Schatten liegt immer noch dunkel über den georgischen Weinbergen. Rund 20% des Landes sind aktuell von Russland besetzt. Unser kleiner Akt der Rebellion? Um Georgien unabhängiger von Russland zu machen, haben wir uns vorgenommen, sehr viel von diesem köstlichen Wein zu trinken. Auf Georgien und auf seine Unabhängigkeit. Wenn du ein Stück Georgien nach Hause holen möchtest, die Links stehen unten in der Beschreibung. Der Traubensaft mit Schale und Kernen ist jetzt im Qvevri. Für mehrere Monate bleibt es da drinnen. Und was jetzt passiert, ist der mythische Prozess der alkoholischen Gärung. Die Hefepilze verdauen den Zucker zu Alkohol und CO2. Bei der Gärung schiebt das CO2 den Trester, also die ganzen Schalen, nach oben. Und damit die Qualität erhalten bleibt, machen fleißige Winzer wie Fabio Bolognese alle 2 bis 3 Stunden einen sehr aufwendigen Prozess,
indem sie mit diesem Stock diesen Trester wieder nach unten schieben, damit sich die Trauben wieder mit dem Wein vermischen können. Das geht 24 Stunden lang, auch in der Nacht. Und dann kommt der Moment der Wahrheit. Nach 6 Monaten wird dieser Verschluss wieder abgenommen und dann entscheidet sich, ob aus diesem Traubensaft guter Wein oder nur Essig geworden ist. Und hier sind wir bei Marani. Diese Winzerei ist etwas größer. In einem von diesen Tanks werden 20.000 Liter Wein gelagert. Das sind 30.000 Flaschen. Hier drinnen sind 20 Tonnen reiner Traubensaft. Und bevor er in die Fermentation geht, muss er noch getestet werden. Mein Gott, ist das süß. Aus dem Traubensaft wird jetzt der österreichische Sturm, auch in Deutschland Federweißer. Und wie heißt es auf Georgisch? Machari. Hier wurde gerade die Fermentation nach einem Monat gestoppt. Da wird von 16 Grad auf 10 Grad die Temperatur runtergefahren. Oh ja, da ist schon mehr Alkohol drinnen. 6 Millionen Flaschen pro Jahr. So viel produziert Marani. Das bedeutet nicht nur riesige Auswahl, sondern auch Weine für jedes Budget. Und hier haben wir Saperavi. Saperavi ist der bekannteste und beliebteste georgische Rotwein. Und es ist ein extrem dunkler, man sieht es, es ist ja fast schon schwarz. Ja, es ist eine reiche, schwere Sorte. Marani führt mit der Linie Satrapeso ein besonders hochwertiges Sortiment. Hier wird die Traubenmenge pro Hektar stark reduziert. Einem Hektar Land werden statt 10 Tonnen nur noch 5 Tonnen. Denn hier geht es einfach um höhere Qualität. Außerdem werden diese hochwertigen Weine im Qvevri hergestellt. Der Chefwinzer erklärt, nur 5% der georgischen Weinproduktion passiert auf diese traditionelle Weise. Der Rest wird nach westlichen Methoden in Stahltanks oder, wenn es etwas edler sein soll, im Holzfass hergestellt. Dieser Qvevri ist übrigens seit über 100 Jahren hier in dieser Erde vergraben. Ehrlich gesagt hatte ich bis zu dieser Reise keine Ahnung, dass die Georgier den Weinbau erfunden haben. Ganz zu schweigen von dieser gewaltigen Traubenvielfalt und von der faszinierenden Qvevri-Methode. Ich hätte mich gewaltig gefreut darüber, wenn jemand früher ein solches Video mit mir geteilt hätte. Ernsthaft. Ich wäre wahnsinnig happy gewesen übers Teilen. Hier reifen die Spitzenweine in französischen Eichenfässern. Die 3 großen fassen 12 Tonnen. Die kleinen nur 500 Liter. Für noch bessere Qualität. 700 Weinfässer, 365 Tage hier eingesperrt zu werden. Wenn du denkst, dass das eine gute Challenge ist, schreib es bitte in die Kommentare. Nach 8 Jahren Wein kommt dann Chacha rein, der lokale Hochprozentige. Nach dieser ausgezeichneten Führung geht es endlich ans Verkosten. The best wines, this is Satrapeso line. So this is the Mtsavane Qvevri, it's 2019 vintage. Dieser Amberwein ist besonders für Georgien, denn es ist weder Rotwein, Weißwein noch Roséwein. Es ist ein Weißwein, der wie Rotwein auf der Schale vergoren wird. Und das macht den besonderen Geschmack, dass er wie ein frischer Weißwein schmeckt, aber auch die Schwere und Tiefe eines Rotweins hat. Und deswegen ist Amberwein das perfekte Geschenk, denn es passt einfach zu allem. Ah, geil. Doch eine wichtige Sache gibt es noch, die man unbedingt über den georgischen Wein wissen muss. Und so sind wir zufällig in eine Supra hineingeraten. Eine Supra, das ist das traditionelle georgische Festmahl. Der Gast ist heilig und bekommt nur das Beste. Und davon reichlich. An der Spitze steht der Tamada. Er gibt die Themen der Trinksprüche vor. Auf die Familie, die Liebe oder den Frieden. And then the others, actually, everyone adds their own version of this toast. Erst wenn alle gesprochen haben, wird gemeinsam getrunken. Dann der nächste Toast. So können georgische Feste sehr, sehr lange dauern, erklärt uns Georgi, unser Tamada an diesem Abend. Wir haben hier das Glück, Georgi von Manavi Weins zu haben, auch ein Naturweinhersteller. Die reifen noch ein weiteres Jahr in diesen Tonamphoren. Probieren kannst du sie über naturwein-georgien.de oder du gewinnst mit etwas Glück eine Flasche. Dieser Mtsavane ist fantastisch.
Wir dürfen die ganze Zeit probieren. Aber wenn du dich jetzt fragst, wie dieser Wein jetzt wirklich schmeckt, dann hast du Glück. Denn wir verlosen 3 Probierpakete von Naturwein Georgien. Zoltan gibt uns dieses Probierpaket für 50 €. Ich importiere Naturwein aus Georgien, Qvevri-Weine, die in den Tonamphoren gereift sind, und bringe das nach Deutschland, um den Menschen dort zu zeigen, wie toll diese ursprünglichen Weine, die 8000 Jahre alte Weinkultur Georgiens eben ist. Gewinnen ist ganz einfach. Schreibt das Codewort Naturwein Georgien unten in die Kommentare und wie viele Gläser Wein ich vom Anfang bis zum Ende des Videos trinke. Unter allen Kommentaren verlosen wir 3 Pakete im Wert von jeweils 50 € von naturwein-georgien.de. Mit dem Paket ist ein besonderer Natur-Ember-Wein aus dem Qvevri. Lass dir diese Chance also nicht entgehen und tippe deine Antwort gleich unten in die Kommentare. Wenn du jetzt mehr über dieses wunderschöne Land erfahren möchtest, dann schau dir eines dieser Videos an. Auf die Liebe, auf Georgien und auf dich. Gamajos!